So holt ihr euch easy alle Visitenkarten in der Kategorie Kartenherausforderung in Kowakuyo in Black Ops 7 Zombies. Für Obsidiansünden müsst ihr einfach insgesamt 100 Runden in Kowakuyo abschließen. Für Fellknäuel müsst ihr 25 mal mindestens 25 Zombies innerhalb 5 Sekunden mit der Nekomand Wunderwaffe killen. Holt euch dafür die gratis Wunderwaffe, indem ihr den Käfig in Lava versenkt und die Schritte macht. Oder lauft im Verflucht-Modus auf Relikt Stufe 3 die Mr. Peak Spots ab, bis ihr einen mit einem goldenen Ei findet. Spielt dann so bis Runde 15 und verbessert die Wunderwaffe. Lauft in einem Gebiet kleine Runden, bis keine Zombies mehr nachspawnen. Schießt dann mit der Nekomand Wunderwaffe einen aufgeladenen Schuss vor euch und lockt die Zombies rein. Wiederholt das dann jede Runde, bis ihr die Visitenkarte bekommt. Für Geonit müsst ihr 50 mal einen geladenen Oni im Nahkampf killen. Erstellt euch dafür ein Kaugummi-Paket mit Lagerkoller, Kraftfass und Ladespezialist. Rüstet den Ätherschleier mit den Augmentierungen Nachbild, Extraladung und Erweiterung aus. Rüstet für Stehvermögen die Augmentierung Quarterback aus. Für Tempo-Cola schneller Pitcher. Für Eselstritt Freiwurf voll ausgerüstet und Gratisbeigabe. Für Elementar-Limo Zitrusfokus und Chillbeere. Und für den Kryofrost Munitionsmund festgefroren, Erweiterung und Flüssigstickstoff. Startet das Spiel am besten im Verflucht-Modus auf Relikt Stufe 3, um mit Glück Mr. Peaks mit einem goldenen Ei finden zu können. Aktiviert Pack-a-Punch und haltet am Anfang jeder Runde nach Mr. Peaks Ausschau. Verbessert eure Nahkampfwaffe und packt euch den Kryofrost Munitionsmod drauf. Holt euch dann noch ein Äffchen und wartet, bis ein Oni spawnt. Ab Runde 10 kann einer pro Runde spawnen, ab Runde 20 2, ab Runde 30 3 und so weiter. Wartet, bis der Oni sich auflädt und seine Waffe anfängt zu blitzen. Geht, wenn sich der Oni auflädt, schnell in Deckung, damit er euch nicht sieht. Seid ihr etwas weiter weg und in Sichtweite vom Oni, schießt er einen Blitz auf euch. Und seid ihr zu nah dran, macht er einen Nahkampfangriff und entlädt sich wieder. Werft dann ein Äffchen oder aktiviert den Ätherschleier, sobald der geladene Oni in der Nähe ist und killt ihn mit eurer Nahkampfwaffe. Wiederholt das Ganze, bis ihr die Visitenkarte bekommt. Für Zitadelle müsst ihr die Geisterschützenfalle verbessern. Aktiviert dafür zuerst Pack-a-Punch. Zum Verbessern der Falle braucht ihr einen Gefechtsbogen und ihr könnt die Falle insgesamt 4-mal verbessern. Geht damit am besten gegen Ende einer Runde zur Falle beim zentralen Hof. Aktiviert die Falle und stellt euch dann beim Tencho-Eingang zu einem der Löcher in der Mauer. Sucht beim riesigen Baum unten links am Seil einen blauen Kreis. Schießt den Kreis dann mit dem Gefechtsbogen ab. Ihr könnt den Kreis immer nur sehen, solange die Falle im zentralen Hof aktiv ist. Ihr seid jetzt automatisch im Ätherschleier und Zombies ignorieren euch. Geht schnell in den zentralen Hof und sucht in der Nähe der Stelle, wo der erste blaue Kreis war, den nächsten und schießt ihn wieder mit dem Gefechtsbogen ab. Wiederholt das, bis ihr insgesamt 6 blaue Kreise getroffen habt. Ihr habt immer nur 6 Sekunden Zeit, sobald ihr ein Ziel getroffen habt, um das nächste zu treffen. Wart ihr zu langsam, könnt ihr es ab der nächsten Runde nochmal probieren. Habt ihr die 6 Ziele getroffen, erscheinen rechts neben der Falle 4 Masken. Interagiert damit, dann fliegt eine der Masken zu den Statuen bei der Falle und verbessert sie je nach Maske. Die gelbe Maske fügt der Falle den Feuerwerk-Munitionsmod hinzu, der alle Paar-Kills auslöst. Die grüne Maske fügt den Lichtheilung-Munitionsmod hinzu, wodurch öfter Lichtkugeln erscheinen, die eure Gesundheit überladen. Durch die weiße Maske erscheinen bei den Statuen Eisstacheln, die Zombies in der Nähe verlangsamen. Und die rote Maske fügt manchen Geschossen Explosivschaden hinzu. Habt ihr die Falle erfolgreich verbessert, füllt sich auch automatisch eure Gefechtsbogenmunition wieder auf. Macht jetzt ca. 50 Kills mit beliebigen Fallen, damit der erste blaue Kreis beim Baum im zentralen Hof wieder erscheint. Aktiviert dann wieder die Falle beim zentralen Hof und schießt mit dem Gefechtsbogen durch eins der Löcher in der Mauer wieder auf den ersten blauen Kreis. Schießt dann schnell die restlichen blauen Kreise ab. Bei der zweiten Verbesserung erscheinen 8 Ziele, die ihr treffen müsst. Es erscheinen dann wieder Masken neben der Falle, ihr könnt damit interagieren und die Falle bekommt eine weitere Verbesserung. Das könnt ihr dann noch 2 weitere Male machen. Bei der dritten Verbesserung erscheinen dann 10 Ziele, die ihr treffen müsst. Und bei der vierten Verbesserung 12. Spielt ihr Solo und ladet das Spiel neu, verlieren die Fallen ihre Upgrades und ihr könnt sie erneut verbessern. Für Parcours müsst ihr das Parcours Easter Egg abschließen.
Rüstet euch dafür den Ätherschleier mit Nachbild, Extraladung und Erweiterung aus. Geht in Runde 9 in den Trainingsbereich bei Metzel Macchiato, killt alle bis auf einen Zombie und lasst am besten nur einen Kriecher übrig. Ab Runde 9 schwimmt dort der erste Felsen vorbei. Springt auf den Felsen und lasst euch bis zum Haus treiben. Sobald ihr aufs Haus springt, erscheinen Felsen und andere Hindernisse in der Lava und ihr müsst darüber zurück zum Trainingsbereich springen. Ihr bekommt keinen Schaden, wenn ihr in die Lava springt und werdet immer wieder zum Anfang des Abschnitts teleportiert. Im ersten Abschnitt müsst ihr einfach von Fels zu Fels springen. Im zweiten einen Sprung von Wand zu Wand machen. Im dritten tauchen die Plattformen auf und ab und ihr müsst an dem Balken abspringen und auf dem Fels landen. Und im letzten Abschnitt könnt ihr einfach nur über die Regale springen. Habt ihr es wieder zum Ufer geschafft, spawnt im Maul der Statue eine Strahlenkanone und ihr bekommt die Visitenkarte. Und für Neko Café müsst ihr das Katzencafé Easter Egg abschließen. Ihr könnt damit schon ab Runde 1 anfangen. Ihr müsst dafür 5 Plüschmäuse einsammeln und 5-mal eine Katze verschrecken. Es gibt für die Mäuse und Katzen 8 mögliche Spots, die nah beieinander sind. Die 5 Mäuse spawnen alle schon bei Beginn des Spiels. Von den Katzen spawnt immer zuerst eine. Habt ihr eine Katze verscheucht, spawnt zufällig nach 1 bis 3 Runden die nächste an einem der 8 möglichen Spots. Die Katze spawnt aber nie mehrmals an der gleichen Stelle. Um eine Katze zu verscheuchen, müsst ihr sie ein paar Sekunden anvisieren. Sobald ihr eine Maus einsammelt, erscheint sie im Teegarten unten links im Regal. Und sobald ihr eine Katze verschreckt, sitzt sie im Teegarten auf dem Häuschen. Hier findet ihr alle 8 möglichen Spots für die Mäuse und Katzen. Ein Spot für eine Maus ist beim Torhaus rechts von Tempo Cola vor der Barrikade am Boden. Und der Spot für die Katze ist hinter der Barrikade beim Eimer vor der Treppe. Der zweite Spot für eine Maus ist beim Blumengarten vor der Barrikade rechts vom Kaugummiautomat. Und der Spot für die Katze ist hinter der Barrikade neben dem Haus. Der dritte Spot für eine Maus ist im Küchentrakt gegenüber vom Novaline Wandkauf am Boden beim Waffengestell. Und der Spot für die Katze hinter der Barrikade rechts daneben, links neben der Lampe. Der vierte Spot für eine Maus ist vor Juggernog im Spalt. Und der Spot für die Katze rechts neben Juggernog hinter der Barrikade rechts. Der fünfte Spot für eine Maus ist beim Tencho-Eingang links von der Telefonzelle zwischen den Ziegeln. Und der Spot für die Katze ist links daneben auf der Mauer. Der sechste Spot für eine Maus ist in den Onsenbädern rechts von Elementarlimo zwischen den Handtüchern. Und der Spot für die Katze auf dem Balken über der Treppe. Der siebte Spot für eine Maus ist im Trainingsbereich hinter der Munitionskiste. Und der Spot für die Katze darüber im zerstörten Dachgeschoss. Und der achte Spot für eine Maus ist neben Todeswahrnehmung links neben dem Wandkauf im Loch in der Wand. Und der Spot für die Katze darüber in dem Loch in der Decke. Habt ihr die 5 Mäuse gesammelt und es sitzen 5 Katzen auf dem Dach, schaut ein paar Sekunden die Katzen an. Der Teegarten verwandelt sich dann in ein Katzencafé, in dem die Katzen chillen. Ihr könnt euch 2 Extras vom Tisch nehmen und bekommt zusätzlich die Visitenkarte Neko Café. Habt ihr alle 6 Visitenkarten freigeschaltet, bekommt ihr die Visitenkarte Kowakuyo Meister.